Herzlich willkommen zu diesem kurzen Tutorial. Das war tatsächlich mein erstes Face Painting und es ist auch nicht gut geworden, aber ich dachte, vielleicht hilft es den einen oder anderen und ich lade es einfach mal hoch. Ich habe tatsächlich von Amazon ein ganz günstiges Face Painting Kit genommen auf Ölbasis. Das ist leider wirklich sehr schlecht. Also die kommenden Looks habe ich auch schon viel professionellere, bessere Marken genommen und das werdet ihr dann auch in den nächsten Videos sehen. Hier habe ich mein Gesicht schon fertig und fange jetzt an mit der Lidschattenpalette von I Heart Revolution, der Aladdin-Palette hier so ein bisschen zu konturieren. Ja, und ein bisschen abzupudern, aber wie gesagt, das ist auf keinen Fall ein Look, auf den ich stolz bin. Aber dann, man sieht hier auch diese Streifen und dass dieses billige, günstige Face Painting auf Ölbasis wirklich nicht toll ist. Ja, hier ist es leider schon weitergesprungen. Und ich habe hier auch aus dieser Ölpalette denn so ein Gold genommen. Aber jetzt kann ich euch sagen, ihr könnt die Grundierung gerne mit dieser Ölbasis-Palette benutzen. Mit einer besseren. Ich habe jetzt eine von Root Cosmetics und dann lieber mit einer Wasserbasis diese Details machen. Ja, hier sieht man halt, dass ich das so verstreiche. Übrigens, diese Pinsel habe ich von Ikea. Kann ich euch so empfehlen, die sind günstig und richtig gut für größere Flächen. Genau. Und es ist aber leider wirklich sehr, sehr streifig. Hier tupfe ich ja noch mal mit dem Blau so ein bisschen rüber. Ja, und das ist von NYX ein Glitterliner in Gold. Den habe ich auch für die Augen benutzt. Leider war die Mühe ein bisschen umsonst, weil das sieht man später eigentlich gar nicht. Ja, aber wie gesagt, da lernt man draus. Hier habe ich dann ein Weiß genommen. Auch wie gesagt nicht auf Wasserbasis, sondern das gleiche aus der Ölbasis Face Palette, um so diesen Glanz hinzubekommen. Und hier habe ich versucht halt von Genie dieses goldene Dingsbums da in die Haare zu machen. Aber auch das ist nicht so gut gelungen. Ja, das ist der Look. Wie gesagt, ich wollte es euch nicht vorenthalten. Aber hier übe ich übrigens die einzelnen Szenen. Vielleicht hat es euch ein bisschen geholfen. Ich freue mich, euch die nächsten Looks zu zeigen, die deutlich besser sind. Aber ja, abonniert trotzdem gerne meinen Kanal, dann seht ihr natürlich die viel besseren Looks bald.